Meine Arbeit möchte eigentlich jeden ansprechen, also universell sein, bedient sich Archetypen, mit denen jeder sich verbinden kann. Also es gibt den Stern, den Mond, die Sonne, der Clown, der Baum, der Ziegelstein, die Mauer. Also es ist ein visuelles Alphabet der Archetypen. Der Titel der Ausstellung in der Schirn heißt Lifetime und es ist gleichzeitig eine Retrospektive, die 30 Jahre an Arbeiten in einem Raum sich versammeln, also in einer Ausstellung. Wie der Titel schon ankündet, ist es eine Zeitbewegung. Die Ausstellung beginnt in der Nacht und führt eine Nachtreise, die am Schluss sich auflöst in den Tag. Und ein Regenbogen wird überall auf der Welt verstanden und gesehen als Regenbogen. Es macht einen Bogen, eine Brücke zu allem und jedem. Und natürlich bezieht es auch die Queer-Gemeinde zusammen. Es war mir wichtig, quasi als Schuler, mich auch nach außen zu outen und die Kunst dafür zu benutzen, um eine Gruppe, in dem Fall die Queer-Gruppe, zu fokussieren, die im 1995 nach wie vor marginalisiert wurde. Und es kam dazu, dass mein erster Freund 1988 an AIDS gestorben war. Und als 19-jähriger Schüler, wo ich erst quasi eingeführt wurde in die Sexualität, quasi mit dem Tod zu verbinden, war das eine eigenartige Mischung. Und das hat dann quasi das Tagebuch dann eingeführt, in dem Fall ein visuelles Tagebuch, begonnen mit den Landschaften. Der erste Raum zeigt Sternenbilder, das den Raum schon mal dunkel erscheinen lässt. Und dann gibt es Punktuierungen. Also es gibt einen schlafenden Clown, das war der erste Clown, den ich gemacht habe. Also in einer Aktivität, die passiv ist, ohne diese Passivität jetzt zu werten. Man kommt in den zweiten Raum und man sieht zwei Skulpturengruppen, die aufeinander abgestimmt werden. Einerseits eine architektonische Arbeit, die Bezug nimmt auf die Architektur der Schirn mit ihrem Rundbogen. Das ist die letzte Arbeit, die ich gemacht habe für die Ausstellung. Das ist eine stehende Landschaft, die gekrümmt ist mit einem Eingang. Wurde vollständig aus Erde gemacht und trifft auf eine Gruppe von Menschen, 16 Tänzer, die bleiben anonym und sind, was das Material betrifft, aus transparentem Wachs, vermischt mit Erden, die ich aus verschiedenen Kontinenten zusammengetragen habe. Der dritte Raum ist grau. In dem Fall sind es 5 Betonskulpturen, die ich Wolken nenne. Also das Material setzt Assoziationen frei. Die Wolken, etwas Leichtes, Wässriges, Luftiges, aus Beton zu machen, ist ein Anachronismus. Also gibt es auch wieder zwei Kräfte, die eigentlich nicht zueinander passen. Und das schärft unser Auge, wenn etwas nicht passt, und das schärft unsere Sinne. Der graue Raum mit den Wolken konfrontiert sich mit sehr kleinen Bildern. Bei diesen kleinen Bildern muss man auf das Bild zugehen. Also es ist eine andere Begegnung, als wenn man quasi vor einem großen Bild dasteht und sich überwältigt fühlt, sondern es ist ein Kopfbild und man muss auf das Bild zugehen. Das gibt eine andere Unterhaltung, die man hat. Von Schwarz, Braun, Grau
kommt man in eine Schleuse, in einen Videoraum, und in dem dunklen blauen Raum sehen wir 6 Projektionen. Das sind Schwarz-Weiß-Filme, die durch die blaue Decke blau eingefärbt werden. Man sieht Frauen und Männer in einfachen Handlungen, die sie wiederholen. Also auch ein Loop. Ein Loop ist für mich, hat die gleiche Bedeutung wie Passivität. Also es entsteht nichts, man bleibt im Kreise hängen. Nach dem blauen Raum kommt man in den letzten Raum und man sieht 6 Kreisbilder, das sind Sonnenbilder, und konfrontiert mit 2 sehr kleinen Arbeiten, hat auch wieder eine Dualität von, in dem Fall etwas Erhabenem, wie Sternenbilden, ein Sonnenbild. Das Bild entwickelt einen Sog, wenn man drauf schaut. Und gegenübergestellt sind diese ordinären Früchte. Also am Ende dieser Ausstellung kommt die Sonne, also ein Zyklus, ein Tageszyklus. Man ist ja immer wieder überrascht, dass wenn man aufwacht, die Sonne immer noch da ist. Also, und die Sonne als Lichtspender, ein Hoffnungsträger. Und ich würde mich mittlerweile als Lichtkünstler bezeichnen, also ich möchte etwas Positives mit der Kunst erreichen. Also ich möchte die Leute nicht deprimieren, sondern ich möchte sie eigentlich einladen, sich mit Kunst zu beschäftigen. Ich finde es wichtig, Kinder einzubeziehen, weil gleichzeitig bezieht man dann auch die Eltern ein, die das Werk des Kindes ansehen und vielleicht auch zum ersten Mal in ein Museum kommen oder mit Kunst konfrontiert werden. Für mich gehört eigentlich die Kunst auf die Straße. Das hat für mich den effektivsten Wirkung, wenn man sie auf der Straße sieht.